dass wir gerade in diesen Tagen, in diesen Monaten, in diesen Jahren erleben, wie der Stern der Grünen untergeht. Die werden bald nur noch in den Geschichtsbüchern sein. Die Grünen gehen unter und wir winken nochmal und sagen, auf Nimmerwiedersehen, auf Nimmerwiedersehen. Die Grünen sind die Partei, die seit 40 Jahren die Ideologie, die politische Richtung der Bundesrepublik Deutschland bestimmen. Aufgepasst, Deutschland! Dr. Berndt bringt frischen Wind in die politische Arena. In einer Zeit, in der sich die Altparteien in endlosen Debatten verlieren, setzt Dr. Berndt auf klare Visionen und mutige Reformen. Er kämpft für eine gerechte Verteilung der Ressourcen, eine starke Nation und eine echte Alternative für das deutsche Volk. Mit dem 22. September naht der Tag, an dem die Zukunft Deutschlands neu geschrieben wird. Und Dr. Berndt ist bereit, die Richtung zu bestimmen. Bleibt dran und erfahrt, wie er die politische Landschaft revolutionieren wird. Guten Tag, liebe Freunde hier in Karstedt. Ich bin begeistert und ich freue mich, hier zu sein. Es ist richtig schön, der Blick hier auf die vielen freundlichen, angenehmen Menschen in schöner Umgebung. Ich habe 5 Punkte, die ich sagen will und ich sage die vorweg, weil wenn ich bin eigentlich ein schweigsamer Typ und ein introvertierter Typ, aber wenn ich animiert bin, werde ich redselig und ich sage die 5 Punkte vorweg, damit ihr mich bremsen könnt oder auch darauf achten könnt, dass ich mich nicht verstricke. Also ich will erstens was sagen über die Wahlen vom 1. September vor einer Woche. Ist ja erst eine knappe Woche her, kommt einem vor, als sei es ein Monat. Ganz wichtige Wahlen. Zweitens will ich was sagen dazu, dass SPD, Woidke, CDU und BSW Ampelparteien und Ampelpolitiker sind. Drittens will ich was dazu sagen, dass wir als AfD Volkspartei sind und die einzige Volkspartei im Land sind. Viertens will ich was zu unserem Regierungsprogramm sagen, die 10 wichtigsten Punkte. Und 5. und abschließend will ich was sagen zu diesen Wahlen am 22. September hier in Brandenburg, die wichtig sind. Die Wahlen sind von einer Bedeutung, wie sie üblicherweise Landtagswahlen nicht haben. Und jetzt fange ich an mit dem, was wir am letzten Sonntag erlebt haben, mit diesem Wahlerfolg, mit diesem sensationellen Wahlerfolg in Thüringen und mit diesem bärenstarken Ergebnis in Sachsen. Thüringen, ja, Applaus, Thüringen hat zum 2. Mal zumindest Zeitgeschichte geschrieben, hier in Deutschland. Vor einem Jahr war es, dass Robert Sesselmann in Sonneberg der erste Landrat wurde, der von der AfD gestellt wurde. Und jetzt hat erstmals eine Partei, eine AfD-Landesverband, es geschafft, stärkste Partei bei den Landtagswahlen zu werden. Und mit was für einem Abstand. Fast 10% vor den abgehalfterten Christdemokraten des Plagiators Vogt. Ja, und das ist deswegen so wichtig, weil ja kein Landesverband und kein Landesverbandsvorsitzender so diffamiert wurde wie Björn Höcke. Björn Höcke ist ja in Deutschland der personifizierte Teufel. Er muss für alles herhalten, er wurde mit Prozessen überzogen und es hat alles nichts gefruchtet. Diese ganze erbärmliche Nazi-Keulenmasche, diese ganze erbärmliche Diffamierung hat nicht gefruchtet. Und deswegen ist nicht nur diese historische Wegmarke erstmals stärkste Kraft zu sein besonders wichtig, sondern auch, dass es der Beweis ist, dass diese ganzen Diffamierungen, die ja auch uns treffen, auch mich persönlich treffen, nicht mehr wirken. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Und die zweite sehr gute Nachricht vom 1. September, die ein bisschen untergeht, auf die René aber schon zu sprechen kam, ist die, dass wir gerade in diesen Tagen, in diesen Monaten, in diesen Jahren erleben, wie der Stern der Grünen untergeht. Die werden bald nur noch in den Geschichtsbüchern sein. Die Grünen gehen unter und wir winken nochmal und sagen, auf Nimmerwiedersehen, auf Nimmerwiedersehen. Die Grünen sind die Partei, die seit 40 Jahren die Ideologie, die politische Richtung der Bundesrepublik Deutschland bestimmen. Seit 40 Jahren.
Alles das, was Angela Merkel ins Werk gesetzt hat, ist grünes Gedankengut. Von der Grenzöffnung über die Abschaffung der Ehe, über die Schließung der Kernkraftwerke, alles grün. Alles, woran wir in Deutschland kranken, ist grünes Gedankengut und ist grüne Ideologie. Und darum ist es ungeheuer befreiend und eine ungeheure Hoffnung, dass die Partei der aggressivsten und ungehemmtesten Deutschlandhasser jetzt untergeht. In Brandenburg liegt sie noch bei 5%. Lasst sie uns in die Versenkung bringen, dass sie nicht mehr in den Landtag kommen. Nie wieder! Und dann gibt es noch weitere Wahlverlierer, das ist der dritte Punkt. Natürlich, das ist auch vielfach kommentiert worden, sind diese Wahlen in Thüringen und Sachsen ein Abstrafen der Ampelregierung. Die Ampelregierung ist verhasst und verachtet wie keine Regierung in Deutschland seit 1945 und das völlig zu Recht. Jeder Tag Ampel ist ein schlechter Tag für Deutschland. Die Ampel hat es verdient, dass sie alle drei zusammen gerade mal auf 10 oder 12% kommen, eigentlich noch viel zu viel. Diese Ampel ist abgewählt worden, ist grandios abgewählt worden, wie noch nie eine Bundesregierung. Und deswegen ist das eben auch für Brandenburg wichtig. Und da komme ich jetzt zum Zweiten, zu den Ampelparteien hier in Brandenburg. Denn die Ampel wird geführt von Olaf Scholz, der ist SPD, der lebt wo? In Potsdam, in Brandenburg. Und der Kollege und Genosse von Olaf Scholz, SPD, in Potsdam und in Brandenburg ist Dietmar Woidke. Dietmar Woidke ist ein Ampelmann. Dietmar Woidke macht Ampelpolitik. Er hat immer Ampelpolitik gemacht und wenn er weiter Politik machen wird, wird er auch in Zukunft Ampelpolitik machen. Die Ampel ist unweigerlich verbunden mit der SPD und ist unweigerlich verbunden mit der SPD hier in Brandenburg. Natürlich, wenn wir uns die SPD hier in Brandenburg angucken, jeder von uns hat dieses Prospekt bekommen, diese Freundschaftszeitung, die heißt nicht SPD und ein soziales Brandenburg, die heißt schlicht und einfach Woidke. Und da wird uns erzählt, welche Speisen sein Hund bevorzugt und was er in der Vergangenheit mal an Durchfall hatte und alle solche liebenswerten Geschichten. Woidke, Woidke, Woidke. Das Programm der SPD heißt Woidke, nichts weiter. Das heißt, die SPD ist inhaltsleer wie ein Schokoladenhase. Da ist gar nichts mehr an Inhalt. Da ist nur noch Woidke und da ist nur noch der Anspruch zu regieren und weiter zu regieren und mit seinen mafiösen Kumpels, so wie zum Beispiel diesem Landrat Ralf Reichhardt aus Ostprignitz-Ruppin mit seinen korrupten Geschäftemachern weiter Geschäfte zu machen. Das ist SPD. Eine Pate in diesem Land Brandenburg und inhaltsleer, ohne etwas bieten zu können. Und nun versucht sich Dietmar Woidke, nun wo er merkt, und was heißt er merkt, wir alle sehen es, wo die Ampel so verhasst ist und so abgewählt wird, versucht Woidke so zu tun, als hätte er nichts mit denen zu tun, als sei er nicht SPD. Er wirbt nur mit sich und er versucht den Eindruck zu erwecken, er sei kein Ampelpolitiker. Lasst euch nicht täuschen. Alle Ungeheuerlichkeiten, die die Ampel durchgesetzt hat, hat Woidke mitgetragen. Von der Corona-Politik seines Kanzlers Scholz, die Politik mit denen, die keine rote Linien kennt, über die Kriegs- und Sanktionspolitik gegen Russland, über diesen entsetzlichen Heizungshammer, von dem Woidke selber gesagt hat, das ist unzumutbar, aber er hat im Bundesrat nicht dagegen gestimmt, bis zu diesem Irrsinn des Selbstbestimmungsgesetzes, wo sich jeder Perverse jedes Jahr einmal sein Geschlecht wechseln kann, um als Perverser in Frauenumkleideräume zu gehen. All diesen Irrsinn, all diesen perversen Irrsinn, weswegen die Ampel so verhasst ist und zu Recht so verhasst ist, all das hat Dietmar Woidke mitgetragen. Er hat nirgendwo im Bundesrat widersprochen. Er hat nirgendwo widersprochen gegen den Irrsinn der Grenzöffnung. Gegen den Irrsinn der Grenzöffnung, die solche Verbrechen wie das in Solingen ja erst möglich gemacht hat. Wir haben daraufhin im Landtag Brandenburg am vorigen Donnerstag eine Sondersitzung beantragt, um über die Konsequenzen aus Solingen zu sprechen. Und ich sage euch, seht euch das Video an, heute hat es der RBB nach einer Schockstarre von einer Woche doch ins Internet gestellt. Und guckt euch an, was Woidke und Stübgen, der Innenminister von der CDU, sagen. Die haben sich überboten darin, AfD-Forderungen zu übernehmen. Auf einmal ist es möglich und nötig, dass wir unsere Grenzen schließen. Dass wir abschieben, auch nach Afghanistan und auch nach Syrien. Auf einmal ist all das möglich
das wir 5 Jahre, 10 Jahre gefordert haben und wofür wir beschimpft wurden als Nazis, als Menschenfeinde und wo uns gesagt wurde, das geht nicht. Jetzt, wenige Tage vor den Wahlen, kommt Woidke und sein Dackel Stübgen und erzählen AfD-Forderungen. Wir glauben ihm natürlich kein Wort. Woidke sagt, wir können die Asylpolitik ändern. Rückblickend war nicht alles richtig. Wir haben es in der Hand, das zu ändern. Wir wussten alle schon 2015, dass es verbrecherisch ist und dass es zerstörerisch ist, die Grenzen für jedermann zu öffnen. Dass es verbrecherisch und zerstörerisch ist, Hunderttausende ins Land zu lassen, die ihre Pässe wegschmeißen und uns belügen über ihre Herkunft, über ihr Alter, über ihre Absichten. Es war doch klar, dass das zur Katastrophe führen musste. Das war 2015 klar. Wir haben dagegen protestiert. Und was hat Woidke getan? Woidke hat es laufen lassen, was Merkel gemacht hat, und er hat uns, diejenigen, die sich gegen den Irrsinn der Politik gewehrt haben, er hat uns den Verfassungsschutz an den Hals gehetzt. Er hat uns zu Rechtsextremisten erklärt. Er hat mich persönlich bewachen lassen von seinem Verfassungsschutz, die mit ihren Autos bei mir vor dem Haus standen. Das hat Woidke gemacht. Er hat diesen Irrsinn, diese kriminelle Migrationspolitik nicht nur laufen lassen, er hat sie mit seinen Polizeimitteln auch noch unterstützt. Und wenn dieser Mann jetzt sagt, er würde die Asylpolitik ändern, er hat es in der Hand, dann ist es ein Lügner und ein Heuchler. Er würde nichts ändern, wenn er weiter regieren würde, und deswegen wählen wir ihn ab. Dieser Mann hat keine Stimme verdient, dieser Mann hat kaum die Rente verdient, auf alle Fälle muss er weg von der politischen Bühne. Jawohl. Und ich will euch noch ein Wort zu Dietmar Woidke sagen. Also was er politisch auf dem Kerbholz hat, ist ganz schlimm. Er hat also nicht nur die Migrationspolitik, er hat ja auch diese Corona-Politik auf dem Kerbholz. Im Frühjahr 2020 war die grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher noch behutsam. Und sie hat nach dem ersten Lockdown gesagt, wir könnten viel mutiger Öffnungsschritte gehen. Das Gesundheitswesen war zu keinem Zeitpunkt in der Gefahr, überlastet zu sein, hat Ursula Nonnemacher noch im April 2020 gesagt. Und dann wurde sie offensichtlich von Dietmar Woidke an die Kette gelegt. Denn wenige Tage danach war sie die größte Scharfmacherin. Und sie hat durchgesetzt, dass wir bei Maskenattesten auch noch die Diagnose preisgeben mussten. Das hat sie als Ärztin auch mal durchgesetzt. Ich habe gesagt, das passt eher zu einer Aufseherin als zu einer Ärztin und habe mir dafür einen Ordnungsruf erhalten. Aber es stimmt doch, es passt nicht zu einer Ärztin. Aber schuld daran, noch mehr als Nonnemacher, ist Dietmar Woidke, denn er gibt die Richtlinie der Landespolitik vor. Er hat durchgesetzt, dass wir eine brutale Corona-Politik in Brandenburg hatten. Er ist der Hauptschuldige in Brandenburg daran, dass Alte in Einsamkeit sterben mussten, dass Kinder stundenlang am Tag unter der Maske leiden mussten und dass Berufstätige stundenlang sinnlos in der Kälte stehen mussten, um sinnlose Corona-Tests zu machen. Schuld hat immer einen Namen, und der Name für diese Schuld an diesem Corona-Vergehen, auch für die bis heute anhaltende Impfwerbung, ist Dietmar Woidke, und auch das ist Grund genug, ihn vom Hof zu schicken. Und ich will noch einen letzten Satz zu diesem Mann sagen, weil der ja die Galionsfigur aller Altparteien ist, die unser Land ins Elend gestürzt haben hier in Brandenburg. Ich finde, es ist überaus bezeichnend für diesen Mann, dass er jetzt, wo der Ampel und der SPD zu Recht der Wind ins Gesicht bläst, dass er sich jetzt so von seinem Kumpel Olaf Scholz distanziert, dass er den nicht mehr kennen will. Als der Wind noch ein bisschen günstiger war für SPD und Olaf Scholz, da hat er die Ehefrau von Olaf Scholz noch in seine Regierung geholt, Britta Ernst, die war Bildungsministerin, hat ja auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass Brandenburg in der Bildung in einem edlen Wettstreit mit Berlin und Bremen ist, wer das schlechteste Land ist. Und dass wir mit Bremen und Berlin darum streiten, das ist auch deswegen bemerkenswert, weil wir nur halb so viele Ausländer in Brandenburg überhaupt haben. Wie man da mit einer Ausländerquote, die weit geringer ist als Bremen, auch in der Bildung so schlecht abschneiden kann wie Berlin und Bremen, das ist ein Kunststück unter der Führung von Dietmar Woidke. Aber ich will auf was anderes hinaus. Wer sich jetzt, wo der Wind einem ins Gesicht weht, von seinem Genossen distanziert, der ist ein elender Opportunist. Ich mag Olaf Scholz nicht, und Olaf Scholz gehört auf die Anklagebank, da hat Hannes Knauk völlig recht. Und dennoch, wenn ich in einer Partei mit ihm bin,
Wenn ich seine Frau in die Regierung hole, dann muss ich auch in schlechten Zeiten zu ihm halten, ansonsten bin ich ein Halunke. Und wenn sich Dietmar Woidke jetzt, wo es anstrengend ist, von seinen Genossen Olaf Scholz distanziert, dann zeigt es, dass er nicht den Charakter hat, Ministerpräsident zu sein. Der würde sich, wenn es hart auf hart kommt, nie vor uns stellen, wenn er sich schon nicht mal vor seinen Genossen und Bundeskanzler Olaf Scholz stellt. Dietmar Woidke ist leider auch charakterlich nicht der Mann, den wir als Ministerpräsidenten brauchen. Und dann macht er Plakate, dann stellt er Plakate auf, und sagt, Brandenburg braucht Größe. Das ist so, also echt ist krass. Was der Mann, ich weiß nicht, ist der so schlicht im Kopf oder hat er so schlichte Berater? Dass der annimmt, wir Brandenburger seien so bescheuert, dass wir Knochenlänge mit Größe verwechseln würden. Natürlich bräuchte Brandenburg Größe. Brandenburg hätte Größe gebraucht im Widerspruch gegen Merkels fatale Grenzöffnung. Brandenburg hätte Größe gebraucht gegen den Irrsinn der Corona-Politik von Merkel, Scholz, Lauterbach. Da hätte Brandenburg Größe gebraucht. Brandenburg hätte Größe gebraucht gegen den Irrsinn des Embargos von russischem Öl und Gas, weil es uns nur schädigt. Brandenburg hätte Größe gebraucht gegen das Selbstbestimmungsgesetz, weil es ein Gesetz für Perverse ist, was wir abschaffen müssen. Brandenburg hätte Größe gebraucht gegen den Irrsinn der Gendererziehung und des Kaputtmachens der Schulen. Hätte Brandenburg Größe gebraucht an vielen Stellen. Da hätte Woidke widersprechen können und dafür die Möglichkeiten einer Landesregierung einsetzen können, um diesem Niedergang unseres Landes entgegenzutreten. Nichts hat er getan. Nichts davon. Ihm geht es um seine Macht und nur um seine Macht und darum werden wir ihn am 22. September abwählen. Und dann kurz noch zu den anderen möglichen Alternativen zu uns. Da gibt es eigentlich nur noch über CDU und BSW was zu sagen. Über Linke und Grüne sage ich nichts, denn wir wollen ja kein schlechtes Wort über Tote verlieren. Also, zur CDU. Die CDU spielt jetzt hier in Brandenburg Opposition. Sie sagt, lasst euch nicht verampeln. Aber wir wissen doch, wer die Grenzen geöffnet hat. Wir wissen doch, wer den Ausstieg aus der Kernenergie in Betrieb gesetzt hat. Wir wissen doch, wer die grüne Umerziehung in Gang gesetzt hat. Das war die Regierung von Angela Merkel. Und das Zerstörungswerk, was jetzt die Ampel verrichtet, das setzt ja nur fort, was Merkels CDU-Regierung begonnen hat. Und auch in Brandenburg ist es ja so, dass die CDU nicht Opposition ist, die ist in der Regierung. Man glaubt es nicht, die ist in der Regierung, übrigens nicht nur mit der SPD, sondern auch mit den Grünen. Und jetzt tun sie so, als hätten sie nichts damit zu tun. Im Bund hat die CDU des Friedrich Merz mehr mit der Ampel abgestimmt, als gegen die Ampel abgestimmt. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr von den Versprechen der CDU zu halten habt, dann schaut einfach nach Berlin. In Berlin hat Kai Wegner einen Wahlkampf gemacht mit AfD-Forderungen. Und er ist jetzt regierender Bürgermeister und er macht eine Politik, die sich nicht mal die Grünen trauen würden. Er wälzt sich im Staub vor den Regenbogenpriestern. Der Berliner Senat kauft für über 100 Millionen Euro in der Landsberger Allee ein Hotel, um mehr als 1000 sogenannte Flüchtlinge unterzubringen. Er baut in Pankow-Rosenthal 380 Luxuswohnungen mit Fußbodenheizung, Einbauküchen und Balkons für Flüchtlinge. Und die normalen Deutschen finden keine Wohnung. Das ist der Gipfel an Infamie. Das ist der Gipfel von fehlendem Anstand. Wer so die eigenen Leute verachtet und weiterhin potenziell Kriminelle ins Land importiert, dem ist nicht zu trauen und der hat nicht verdient, auch nur ein Mandat zu bekommen. Die CDU ist keine Lösung für unsere Probleme. Die CDU ist das Problem. Auch in Brandenburg. Und dann haben wir noch die Alternative, die Pseudo-Alternative, die sich Bündnis Sarah Wagenknecht nennt. Bündnis Sarah Wagenknecht ist keine Partei, falls das jemand denkt. Bündnis Sarah Wagenknecht ist ein Club. Bündnis Sarah Wagenknecht hat in Brandenburg 40 Mitglieder, in Thüringen habe ich erfahren 50, alle handverlesen. Handverlesene Mitglieder eines Clubs, die nun hoffen, mit Dutzenden Parlamentssitzen in die Landtage einzuziehen. In Thüringen und Sachsen sind sie ja schon eingezogen und in die Regierung zu kommen. Sarah Wagenknecht hat ein großes Ansehen in der Bevölkerung, weil sie viele Dinge gesagt hat, die richtig sind. Und ich habe sie gerne im Landtag zitiert. In meiner ersten Rede habe ich Sarah Wagenknecht zitiert und ich wusste, dass die Linken steil gehen werden und so kam es auch. Sarah Wagenknecht hat zum Beispiel gesagt,
Wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Das heißt, kriminelle Ausländer raus aus dem Land. Vollkommen richtige Forderung, AfD-Forderung. Aber Sarah Wagenknecht hat eine Co-Club-Vorsitzende und die heißt Amira Mohamed Ali. Und Amira Mohamed Ali sagt in diesem Punkt Ausländer und kriminelle Ausländer etwas anderes als Sarah Wagenknecht. Amira Mohamed Ali sagt nämlich, niemand wird abgeschoben. Nicht nach Syrien, nicht Afghanistan, kein Verbrecher, niemand. Amira Mohamed Ali ist eine totale Migrationsbefürworterin und sagt das Gegenteil von dem, was Sarah Wagenknecht sagt. Und so ist dieses Bündnis Sarah Wagenknecht einfach undefinierbar. Wir wissen nicht, was von denen zu erwarten ist. Im Zweifelsfall nur Schlechtes. Warum sage ich im Zweifelsfall nur Schlechtes? Weil eine Aussage im Bündnis Sarah Wagenknecht, eine einzige, übereinstimmend ist zwischen allen, die sich für das Bündnis Sarah Wagenknecht geäußert haben. Und diese Aussage ist: Wir werden mit allen zusammenarbeiten, die unser Land ruiniert haben. Mit CDU, mit SPD, mit Linken, mit Grünen, sofern die noch in Parlamenten sind aber nicht mehr, fallen raus. Sie jedenfalls sind bereit, all diesen Parteien zur Mehrheit zu verhelfen, aber eine Zusammenarbeit oder auch nur gemeinsame Anträge mit der AfD schließen sie von Anfang an aus. Und wer so ist, wer bereit ist, mit denen zusammenzuarbeiten, die uns ins Elend stürzen, aber nicht mit denen zusammenarbeiten will, die uns aus dem Elend führen wollen, der hat keinen anderen Titel verdient als jüngste Altpartei. Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine Täuschung vor der Wahl und wird eine Enttäuschung nach der Wahl sein. Wählt sie nicht. Und dann komme ich zur AfD, denn wenn es besser werden soll in Deutschland, dann geht es nur mit der AfD. Und ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ihr wisst ja alle, wir leiden unter dem Irrsinn der Energiewende, wir müssen uns nur umgucken auf der Fahrt hierher, mir tut das Herz weh. Was unsere Vorfahren hier aufgebaut haben am Land, wie schön dieses Land war, diese Kulturlandschaft. Und dann sind da diese unseligen Ansammlungen dieser brutalen Windräder und diese unendlich vielen Photovoltaikflächen, die dafür sorgen, dass wir erstens die höchsten Strompreise bezahlen und dass wir zweitens unsere Landschaft zerstören und dass wir drittens auch unsichere Stromversorgung haben. Denn an Tagen wie heute, wo Sonne scheint und vielleicht auch noch Wind weht, da müssen wir Geld bezahlen, damit uns die Nachbarländer den überflüssigen Strom abnehmen, damit unsere Netze nicht zusammenbrechen. Und an Tagen, wo Flaute ist und es dunkel ist, wie es hoffentlich nächste Woche sein wird, da müssen wir den Strom teuer einkaufen. Es ist die dümmste Energiepolitik der Welt, das hat das Wall Street Journal geschrieben, und die wird seit Ewigkeiten hier durchgeführt, auch gerade in Brandenburg, wo nirgendwo in Deutschland stehen mehr Windräder pro Quadratkilometer als in Brandenburg. Und Woidke ist noch stolz darauf. Diese Zerstörung vorangetrieben zu haben. Und wir zahlen auch deswegen die höchsten Strompreise, weil wir sogenannte Netzentgelte zahlen müssen, weil der ganze Plunder, der hier aufgebaut wird, ans Netz angeschlossen werden muss. Und die sind so verteilt, je mehr Plunder im Land steht, desto mehr Netzentgelte muss man zahlen, desto höher sind die Strompreise. Und jetzt nach 20 und mehr Jahren Energiewende, kommt die Ankündigung, dass die Ungerechtigkeit der Netzentgelte ausgeglichen werden soll. Robert Habeck kündet es an, am 1. September 2024. Was war da? Da war die Wahl in Sachsen und in Thüringen. Und es war 3 Wochen vor unserer Wahl. Jetzt unter dem Druck der AfD-Wahlergebnisse will er wenigstens an dieser bescheidenen Stelle die Ungerechtigkeit und die schlechte Behandlung der Brandenburger korrigieren. Das hat nicht Woidke erreicht. Das ist einzig und allein der Einfluss der AfD. Und die AfD, wenn irgendwo etwas besser wird in Deutschland, wenn jetzt Woidke und Stübgen sagen, wir müssen die Grenzen schließen und das Grundgesetz steht über irgendwelchen EU-Verordnungen, dann ist es nur durch den Druck der AfD. Wenn irgendetwas auch nur ein Millimeter besser wird, auch nur in Worten besser wird, ist es immer nur durch den Druck der AfD. Und ich sage euch auch warum. Die anderen Parteien, die uns die letzten Jahrzehnte regiert haben, sie haben sich von uns verabschiedet, sie haben sich vom Volk verabschiedet. Für die ist das Volk und ist der Nationalstaat eine Organisation, ein Konstrukt und etwas von vorgestern. Die träumen vom Weltstaat, die träumen davon, uns aufzulösen in multikulturelle Siedlungsgebiete unter der Kontrolle anonymer Behörden. Das ist die Politik, die sie betreiben im Weltwirtschaftsforum und in der EU. Einzig und allein nur wir, die AfD, halten daran fest, dass es ein Volk gibt.
Und wir halten daran fest, dass Deutschland der Staat der Deutschen ist und Deutschland der Staat der Deutschen sein soll, auch in Zukunft, weil wir nur in diesem Staat, weil wir nur in der Organisation dieses Nationalstaates inneren Frieden und soziale Sicherheit bekommen. Die Vielfalt der offenen Grenzen, wir haben es doch gesehen, die Vielfalt des Regenbogens ist die Hölle. Sie führt zu Mord und Totschlag. Stündlich Messerattacken, 2 Gruppenvergewaltigungen am Tag, ein Delikt, was es vor 10 oder 20 Jahren überhaupt nicht gab. 70 Gewalttaten pro Tag auf Bahnen und in Zügen. Und in Berlin, allein in Berlin, 5 Polizeieinsätze am Tag in den Schulen. Überlegt euch mal, als wir jung waren, wir Älteren, gab es keine 5 Jahre einen Polizeieinsatz in der Schule. Jetzt in Berlin 5 Polizeieinsätze am Tag. Das ist die Frucht der Politik dieser Parteien, die sich von der Nation und vom Nationalstaat verabschiedet haben. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Politik dieser Parteien, der Multikulturalismus und die Verneinung des Nationalstaats führt uns in die Hölle. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht in die Hölle und darum schicken wir diese Parteien zur Hölle, die uns das eingebrockt haben. Wir wissen doch, wem wir das verdanken, was wir an Deutschland an Schönheit haben, an Infrastruktur haben, an Kultur haben. Das verdanken wir unseren Vorfahren. Deutschland war seit dem 30-jährigen Krieg und länger immer das Kriegsgebiet in Europa, immer wieder zerstört worden, in Trümmer gelegt worden. 30-jähriger Krieg, 7-jähriger Krieg, napoleonische Zeit, Zweiter Weltkrieg. Eine unglaubliche Zerstörung des Landes. Und immer wieder haben sich unsere Vorfahren ans Werk gemacht. Immer wieder haben sie mit Fleiß, mit Liebe, mit Verstand unser Land wieder aufgebaut zum Staunen der Welt. Und wir haben ein funktionierendes Land geerbt und wir haben nach 1989 auch die politische Freiheit geerbt durch die friedliche Wende. Und wir werden doch nicht zusehen, wie diese Lappen in der Regierung das alles wegschleudern an irgendwelche hergelaufenen Kriminellen. Das werden wir nicht zulassen. Dieses Erbe ist eine Verpflichtung und es verpflichtet uns, unser Land zu verteidigen und das werden wir tun. Und das werden wir tun deshalb, weil wir eine Verantwortung haben für die kommenden Generationen, für die vielen jungen Leute hier, die hier sind. Für die vielen jungen, schönen Leute, die hoffnungsvoll ins Leben gehen. Und wir wollen, dass sie in Deutschland ihre Heimat behalten. Dass sie sich nicht in der Bekleidung, in den Speisen, in den Sitten irgendwelchen Beduinen unterwerfen müssen, die hier versuchen, die sich als Herren des Landes aufspielen. Das ist unser Land und das soll unser Land bleiben. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber den Jugendlichen. Wir sind Volkspartei, weil wir die einzige Partei sind, die am Volk festhält und dafür sorgt, dass auch unsere Kinder und Jugendlichen in Deutschland eine Zukunft haben. Und deshalb haben die anderen Parteien so viel Angst vor uns, weil die Verhältnisse auf uns zulaufen. Die Verhältnisse, die diese Parteien, die uns mit dem Regenbogen in die Hölle führen, produzieren, sind mehr und mehr unerträglich. Und deswegen haben wir in diesem Jahr ja diesen Zulauf. Wir haben diesen großen Zulauf an Stimmen und an Jugendlichen, weil die Jugendlichen natürlich wissen, wir vertreten ihre Interessen. Es ist hier mehrfach gesagt worden, ich will euch noch mal sagen, das ist etwas, was mir persönlich in diesem Jahr die größte Hoffnung gibt. Denkt an die EU-Wahlen vom 9. Juni. Da haben die Grünen bundesweit in der Gruppe 16 bis 24 Jahre noch 11% bekommen. Vor 5 Jahren hatten sie 32%. Die haben schon 2/3 ihrer jugendlichen Wähler bundesweit verloren. Im Osten sind es viel mehr. Und so war es ja auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und so wird es auch bei den Landtagswahlen in Brandenburg sein. Die haben Grüne, SPD, Linke, CDU, die haben das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt, weil sie dachten, sie können uns auswischen. Die haben sich ins eigene Knie geschossen. Wir sind die Partei der Jugend und darum sind wir die Partei der Zukunft. CDU und SPD leben nur von den Leuten meiner Generation, die älter sind, von denen, die noch an ARD und ZDF glauben. Es werden immer weniger. Deren Zeit geht zu Ende, deren Zeit läuft ab, am rapidesten, am schnellsten bei den Grünen. Unsere Zeit kommt. Liebe Freunde, unsere Zeit kommt. Und mit den Wahlen am 22. September werden wir das ganz deutlich machen. Aber bevor ich dazu komme, zur Bedeutung dieser Wahlen, noch der 4. Punkt. Unser Regierungsprogramm. Was wollen wir denn tun, wenn wir regieren? Ich sage euch, und ich nehme einiges auf, von dem, was meine Vorredner gesagt haben, aber weil es so wichtig ist, gerne zweimal und weil es so schön ist, auch gerne vielleicht noch ein 3. Mal. Erste Amtshandlung einer AfD-Regierung in Brandenburg.
Niederholen sämtlicher Regenbogenflaggen und Erlass, keine Regenbogenbeflaggung mehr vor öffentliche Gebäude, nur noch Schwarz und Gold und Brandenburg-Fahne. Zweite Amtshandlung, Remigration, Remigrationsbeauftragten einsetzen und massenhaft Remigration. Alle kriminellen Ausländer, alle Flüchtlinge, die keinen Fluchtgrund haben, raus aus dem Land, auf Nimmerwiedersehen. Drittens, weil es um die Zukunft geht. Wir werden die Bildungspläne ändern. Wir werden dafür sorgen, dass in den Schulen wieder lesen, schreiben und rechnen gelernt wird und nicht 85 verschiedene Geschlechter und nicht Schule für den Regenbogen, sondern Schule als Lernort, damit die Jugend wieder eine Zukunft hat. Viertens, wir werden all das tun, was eine Landesregierung tun kann, um die Bundesregierung zu drängen, dass Deutschland Friedensmacht wird. Wir wollen keine Raketenstationierung in Russland, wir wollen keine Waffenlieferungen an die Ukraine, wir wollen Waffenstillstand, Entflechtung der Truppen und Volksabstimmung über Lugansk und Donetsk. Wir wollen keine Kriegspartei sein. Wir unterwerfen uns nicht den Amerikanern, wir unterwerfen uns nicht den Russen, wir wollen unsere Interessen vertreten. Und zu unseren Interessen gehört es auch, dass dieser unsinnige Boykott von russischem Öl und Gas ein Ende hat. Wir wollen Öl und Gas wieder importieren, eine sichere und kostengünstige Energieversorgung haben. Und wir wollen Handelsbeziehungen auch zu Russland, denn Russland gehört zu Europa, verflixt nochmal. Und fünftens, kein Windrad mehr in einen Wald und keine Photovoltaikanlage mehr auf einen Acker. Schluss mit diesem Irrsinn der verfluchten Energiewende. Sechstens natürlich, René hat es gesagt, selbstverständlich, mit großem Getöse und danach machen wir ein großes Fest. Wir kündigen die Rundfunkstaatsverträge. Und weil wir schon bei Volksverdummung sind und Lügen. Siebtens, wir arbeiten das Corona-Unrecht auf. Wir werden dafür sorgen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Und achtens, wenn wir schon bei Lügen und Abschaffen von Lügenmaschinen sind, wir werden den Verfassungsschutz auf das vom Grundgesetz geforderte Mindestmaß zurückstutzen und wir werden im Bund uns dafür einsetzen, dass der Verfassungsschutz komplett abgeschafft wird. Mir reicht die Stasi 1, die ich hatte. Ich will nicht noch diese Stasi 2 länger erleben. Und wir werden dafür sorgen. Und ich sage euch auch, was wir machen werden, bevor der Verfassungsschutz komplett abgeschafft ist. Wir werden all diejenigen Agenten aus den sozialen Medien nehmen, die dort sind und als Lockvögel versuchen, arglose Menschen zu Äußerungen zu provozieren und die danach ans Messer zu liefern. Das ist eine Hauptbeschäftigung dieses unseligen Verfassungsschutzes, Agenten in die sozialen Medien zu schicken, um Leute zu Äußerungen zu provozieren. Das ist schändlich, das ist eine ganz erbärmliche, miserable Handlungsweise. Wir werden all diese Agenten aus dem Netz nehmen und abschalten und die werden wir für vernünftige Arbeiten einsetzen. Die werden dann versetzt als Beamte und können sich darum kümmern, wie die Windräder aus den Wäldern kommen. Und neuntens, wir wollen nicht nur abschaffen und abbauen, wir wollen ja vor allem aufbauen, wir wollen ja vor allem Deutschland wieder aus den Trümmern bringen. Und deswegen werden wir alles Geld, was wir freisetzen, wenn wir illegale Migranten aus dem Land bringen, und das ist viel Geld, das ist viel Geld. Ich sage euch mal eine Zahl. Die hessischen Kommunalverbände haben ausgerechnet, was die Betreuung und Versorgung eines Asylanten im Jahr kostet. Und die Brandenburger Kommunalverbände haben das bestätigt. Das waren Stand 2019, also ohne die Inflation seither, 45.000 € pro Person. 45.000 €. Das werden jetzt über 50.000 sein. Und Brandenburg hat allein in den letzten 3 Jahren fast 80.000 Asylanten aufgenommen. Nun rechnet euch mal aus, was 80.000 mal 45.000 kostet. Das sind Milliarden. Also wenn wir das freigesetzte Geld für illegale Migranten nehmen, wenn wir die Förderung der irren Energiewende abstellen und wenn wir die Finanzierung linksextremistischer Vereine einstellen, dann wird es da leider auch keine Regenbogenversammlung mehr geben in Zukunft. Wenn wir all das einstellen, dann haben wir Geld zur Verfügung, um das Geld einzusetzen, wofür es gedacht ist.
Nämlich für diejenigen, die Steuern zahlen, für diejenigen, die das Land aufgebaut haben, die Alten, und für diejenigen, die dieses Land erben sollen, die Jungen. Und dann werden wir dafür sorgen, dass die Kommunen finanziell besser ausgestattet sind, dass sie Schulen bauen können, ohne umständliche Förderanträge zu stellen, weil es ja immer nur Bürokratieförderungsprogramme sind. Antrag stellen, Antrag begutachten, Antrag aberrechnen, immer nur Bürokratie. Nein, die sollen eine bessere Finanzausstattung haben. Wir wollen das Geld einsetzen, um medizinische Versorgungszentren auf dem Land zu fördern und Gemeindeschwestern, damit die medizinische Versorgung auf dem Land besser wird. Und wir wollen das Geld dafür einsetzen, dass auch die Infrastruktur besser wird, dass die kaputten Straßen repariert werden und dass auch mal wieder Bahnen und Züge fahren. Brandenburg hat in den letzten 5 Jahren mit einem grünen Koalitionspartner ganze 7 Kilometer Bahnstrecke neu gebaut. 7 Kilometer, jedes Jahr 1,5. Das hätte Götz Frömming nicht alleine geschafft. Liebe Freunde, das werden wir machen, weil wenn wir die Verschwendung des Steuergeldes abstellen und wenn wir das Steuergeld für uns einsetzen, dann ist es möglich, dass es wieder vorangeht in Brandenburg und dass nicht immer alles nur von Jahr zu Jahr schlechter wird. Und der 10. Punkt, unser 10. Punkt wird sein, das einzuhalten, was wir immer wieder versprochen haben, was mein Freund Lars Hünig zum Ärger der Presse laut gesagt hat, dass wir den Parteienstaat eindämmen wollen. Die Parteien, diese Altparteien in Deutschland, die hier seit Jahrzehnten regieren, im Westen seit über 70 Jahren, hier in Brandenburg seit 34 Jahren. Sie haben sich den Staat zur Beute gemacht. Die SPD führt sich hier auf wie ein Pate in Brandenburg. Sie sitzen in jeder Sparkasse, sie sitzen in jedem Stadtwerk, sie sitzen im Verfassungsgericht, sie sitzen überall. Wie eine Krake und ersticken das Leben, und das muss ein Ende haben. Denn das Grundgesetz sieht ja vor, dass die Parteien nicht bestimmen, sie dürfen mitwirken. Und deswegen werden wir die Hürden für Volksentscheide senken, damit mehr direkte Demokratie ausgeübt werden kann. Wir werden dafür sorgen, dass Verfassungsänderungen künftig nur noch per Volksentscheid verabschiedet werden. Und wir werden dafür sorgen, dass es per Volksentscheid auch möglich ist, bestimmte Gesetze wieder einzukassieren. Also, mehr direkte Demokratie, das wird unser Programm sein, sobald wir regieren. Liebe Freunde, lasst euch nicht einreden, wenn Wahlen etwas ändern könnten, wären sie verboten. Das ist kein Spruch von Kurt Tucholsky, ist auch kein Spruch von Winston Churchill, ist auch kein Spruch von Johann Wolfgang Goethe. Das ist ein Spruch von italienischen Anarchisten der 70er Jahre. Es ist ein Spruch, der zu Anarchisten passt. Und es ist ein Spruch, der seine Gültigkeit hatte in Deutschland bis 2014. Seit 2014 gibt es in Deutschland eine Alternative zu diesem Kartell der Parteien, die unser Land ruiniert haben. Es ist die Alternative für Deutschland. Und diese AfD ist inzwischen personell und programmatisch so stark wie nie zuvor. Auf Landesebene mit unserem Landesvorsitzenden René Springer, ihr habt ihn gehört, einen besseren Vorsitzenden konnten wir nicht haben. Und auf Bundesebene mit unseren Bundessprechern Tino Kruppalla und Alice Weidel. Wir sind einfach besser als die anderen. Wir können es besser als die anderen. Es gibt eine Alternative, und dann kommen wir jetzt zu diesen Wahlen. Diese Wahlen am 22. September, ich sage es nochmal, die haben eine Bedeutung, die über normale Landtagswahlen hinausgeht. Das, was am 1. September in Thüringen passiert ist, das waren so gewaltige Schläge gegen diesen Kalkpanzer der Bundesrepublik Deutschland, die werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Und wenn wir jetzt in Brandenburg die letzte Ampelbastion im Osten stürmen, wenn wir Woidke abwählen, dann werden Dinge in Bewegung kommen, die keiner mehr aufhalten wird. Wie wird es sein? Wenn wir stärkste Kraft werden, ist Woidke weg. Woidke hat ja bei allem Unsinn und bei allem Lügen, die er verbreitet, eins gesagt, wo wir ihn beim Wort nehmen können und beim Wort nehmen werden. Er hat gesagt, wenn ich nicht Erster bin, wenn ich gegen die AfD verliere, bin ich weg. In dem Punkt sage ich, danke Herr Woidke, wir nehmen Sie beim Wort, am 22. September sind Sie weg. Und wenn er weg ist und wir sind die stärkste Kraft, werden wir allen anderen Parteien Gespräche anbieten. Wir werden ihnen allen Gespräche anbieten, wie es zu machen ist, dass es wieder besser wird in Deutschland. Natürlich, ich weiß, was wir von denen zu halten haben. Wir kritisieren sie hart, wir werden sie weiter hart kritisieren. Aber wenn es darum geht, konkrete Schritte zur Besserung einzuleiten, in den Schulen, in der Energieversorgung, in der Remigration, wenn es darum geht, sind wir nicht pingelig, sondern arbeiten mit jedem zusammen, der zusammenarbeiten will. Wir werden allen ein Angebot machen. Ich vermute, das Angebot wird nicht angenommen werden.
Wenn das Angebot nicht angenommen wird, wenn die sich hinter die Brandmauer verschanzen und wenn sie ein Allparteienbündnis gegen die AfD machen, so wie es jetzt in Thüringen und Sachsen sich abzeichnet, was wird dann passieren? Ich sage euch, diese Bündnisse werden nicht stabil bleiben. Da ist viel zu viel Sprengstoff drin. In der CDU-Basis, nicht in der vermerkelten Führung und der vermerzten Führung, aber in der CDU-Basis gibt es viele, die uns inhaltlich nahestehen. Und die werden entsetzt sein, dass sie dann mit SPD und Sarah Wagenknecht gegen uns Politik machen wollen und sollen. Und dann Bündnis Sarah Wagenknecht, ein trojanisches Pferd, eine Täuschung und Enttäuschung. Ja, das wissen wir, die wir uns politisch informieren. Viele Leute, die Bündnis Sarah Wagenknecht wählen, haben sich nicht so tiefgreifend informiert. Die haben die Hoffnung, Sarah Wagenknecht würde auch eine Alternative zu den Altparteien sein, bloß nicht so radikal wie die AfD. Und die werden merken, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht dann die abgewählten CDU, SPD unterstützt und wenn sie denen zu einer Mehrheit verhelfen, dass ihre Hoffnungen betrogen wurden. Und das wird sich schon auswirken bei der Bundestagswahl 2025. Und wer weiß, ob wir nicht dann schon auch im Bund vielleicht sogar schon stärkste Kraft werden. Und diese Entwicklungen, die sich dann abziehen, die werden dazu führen, dass diese Anti-AfD-Bündnisse, die eventuell in Sachsen, Thüringen und Brandenburg entstehen, nicht stabil sein werden. Ich sage euch, die halten keine 5 Jahre. Wenn wir Wojtke abgewählt haben, setzen wir eine Dynamik in Bewegung, die keiner mehr aufhalten kann. Vielleicht schon fällt die Ampel vor der Zeit, vor dem September 2025. Vielleicht zerfällt die Ampel schon davor. Und wenn es auch nur 2 Monate wären oder 1 Monat vorher, wäre es ein Gewinn für unser Land. Denn jeder Tag Ampel ist ein schlechter Tag für Deutschland, ist ein schlechter Tag für uns Deutsche. Und deswegen haben wir die Hoffnung und die Erwartung, dass wir mit einem Sieg hier in Brandenburg das Ende der Ampel beschleunigen werden. Liebe Freunde, das Ende der Ampel, und ich sage nochmal, Anti-AfD-Bündnisse werden keine 5 Jahre halten. Und am Ende ist es bei den Zerstörungen, die unser Land erlitten hat, nicht die wichtigste Frage, ob wir 2025 oder 26 regieren oder 27. Wichtig ist, dass wir regieren werden, denn wir haben das Programm, um die Dinge zum Besseren zu wenden. Und wenn wir stärkste Kraft in Brandenburg werden, wird diese Dynamik in Gang gesetzt. Und darum, liebe Freunde, lasst uns Geschichte schreiben, lasst uns fortsetzen, was in Sachsen und Thüringen begonnen hat. Wählen wir die ab, die unser Land abschaffen wollen, und wählen wir die, die unser Land lieben, die unsere Jugend lieben und die unser Land retten wollen. Und deswegen alles für unser Land, alles für unsere Heimat, alles für unser Brandenburg. Ich danke euch.